Frank Trommer kennt uralte Handwerkstechniken. Er weiß, wie vor über 2500 Jahren Eisen gewonnen wurde. Mit Öfen aus Lehm, sogenannten Rennöfen. Mit ihnen haben unsere Vorfahren Eisenerz verhüttet. Es entsteht eisenhaltige Luppe. Aus ihr wird in mehreren Arbeitsschritten Eisen geschmiedet. Für die Handwerkskunst erschaffen sie mit alten und neuen Techniken ein modernes Küchenmesser. Frank Trommer und sein Team. Alles beginnt mit Lehm. Mit Wasser vermischt wird er zum Baustoff. Frank Trommer beschäftigt sich mit alten handwerklichen Techniken, die größtenteils verloren gegangen sind. Was hier gebaut wird, haben die Hethiter etwa 1000 vor Christus im Nahen Osten entwickelt. Dem Lehm wird Stroh beigemengt zur besseren Bindung, geformt und im Halbkreis abgelegt. Wir bauen jetzt einen Rennfeuerofen. Das ist ein Ofen, um Eisen zu verhütten. Das bedeutet, dass dort Eisenerz und Holzkohle eingefüllt wird und wir am Ende eine sogenannte Luppe erreichen. Das heißt, die frühe Phase der Eisenverarbeitung bis etwa ins frühe Mittelalter. Frank Trommer arbeitet oft mit Museen und Universitäten zusammen. Seine Ausbildung breit gefächert. Ich habe angefangen, Maschinenbau zu studieren, habe aber bemerkt, dass ich das Material wirklich in den Händen brauche und habe dann eine Ausbildung als Schmied gemacht, auch eine Weile als Schmied gearbeitet. Aber das ging mir immer noch nicht tief genug in die Materie hinein. Habe dann eine Technikerausbildung gemacht in der Denkmalpflege und bin jetzt seit 33 Jahren selbstständig im Bereich Archotechnik. Also das heißt, wir versuchen, diese handwerklichen Technik aus diesem Schmiedebereich umzusetzen in Dinge, die die Menschen früher auch gemacht haben. Die Arbeit am Rennofen geht weiter. Das Wort geht darauf zurück, dass bei der Eisenerzeugung im Ofen die Schlacke nach unten rinnt. Das alte Wort für rinnen war rennen. Schicht für Schicht wächst die Lehmröhre. So einen Ofen hat Pierre Stoll auch für sein Gesellenstück hergestellt. Ich muss auf die Verbindung achten, dass es eine gute Verbindung gibt. Aus dem Grund schlemme ich das Ganze zwischendrin ein. Also dieser Lehmschlamm, den ich hier jetzt auch an den Händen habe, der sorgt einfach für eine gute Verbindung zwischen den ganzen Schichten. Dann macht Frank Trommer Feuer. Stilecht, mit Feuerschläger und Rohrkolbensamen. Der Lehm braucht Wärme. Normalerweise würde man den Ofen in mehreren Tagen aufbauen, dass der zwischendurch trocknen kann. Damit man ihn jetzt möglichst zügig aufbauen kann, machen wir innen drin ein kleines Feuer, eher eine Glut, und wärmen den Ofen von innen an, sodass wir ihn immer weiter aufbauen können. Das Feuer härtet den Lehm im unteren Bereich. Etwa 1 Meter hoch soll er werden, bevor er die Werkstatt verlässt. Er steht auf einem Metallkranz. Der Kranz ist dafür da, damit wir den Ofen nach dem Bau an den gewünschten Verhütungsplatz bringen können. Na, der hat diese Henkel, da können wir den dann zu dritt, zu viert tragen. Das ist das Besondere bei uns, wir bauen Öfen zum Mitnehmen. Die Werkstatt von Frank Trommer befindet sich in den Räumen der ehemaligen württembergischen Leinenindustrie. Früher wurden hier Stoffe hergestellt, heute ein Lehmofen.
Durch das Aufbringen von jedem weiteren Kranz sackt der Ofen in sich zusammen. Also klar, das Gewicht, das lastet auf der Ofenwandung. Und da muss ich jetzt einfach darauf achten, wenn ich jetzt hier so eine Wölbung habe, dass ich die rechtzeitig reindrücke und den Ofen wieder gerade ausrichte, dass das nicht überhand nimmt, dass diese Wulst nicht sich nach außen verlagert, sonst würde mein Ofen zusammenfallen. Das soll die glimmende Holzkohle verhindern. Aber trotzdem werden schon beim Bau erste Reparaturarbeiten notwendig. Von innen an der Stelle nach außen. Der Lehm eigentlich ist noch ein kleines bisschen zu feucht. Und dann halt der frische Lehm, der extrem viel bindet, viel Bindekraft hat. Und wenn der halt trocknet, dann reißt der. Nach mehreren Stunden Arbeit hat der Rennofen die richtige Höhe. Einige Tage später verlässt er die Werkstatt in Blaubeuren. Und kommt im südhessischen Lorsch an. Das Freilichtlabor Lauresham liegt im Herzen des UNESCO-Welterbeklosters Lorsch. Dort soll Frank Trommer mit dem Rennofen Eisenerz verhütten bei einem Besuchertag. Mit seinem Mitarbeiter Kai Liebscher bereitet er den Verhüttungsplatz vor. Wir können es ungefähr 30 cm tief machen. Das reicht eigentlich so, dass wir hinterher die Schlackegrube gut mit den Holzscheiten vollarbeiten können. Ob sie nun 20, 25 oder 30 cm tief ist, spielt eigentlich keine große Rolle. In der Grube Material zum Anfeuern. Um sie herum ein Kranz aus Lehm. So, und dass zwischen dem Ofen und dem Boden hinterher die Flammen nicht rausschlagen, machen wir da jetzt eine Schicht mit Lehm. Gut 100 Kilo wiegt der Ofen. An der Feuerstelle angekommen, wird der Ofen an seinem unteren Ende noch einmal bearbeitet. Kai Liebscher bohrt 2 Löcher. Sie dienen der Luftzufuhr. Durch den Trocknungsprozess, den wir in der Werkstatt betrieben haben, ist es jetzt natürlich dementsprechend etwas härter durchzukommen. Die Blasebälge sollen dafür sorgen, dass in seinem Inneren gleich Temperaturen von über 1200 Grad herrschen. Der Brennstoff? Holzkohle. Sie wird in großen Mengen gebraucht. Dann wird angefeuert. Gut, ja. So unspektakulär. Es dauert eine ganze Weile, bis der Ofen die Hitze entwickelt, die zur Verhüttung von Eisenerz notwendig ist.
Ständig wird Holzkohle eingefüllt. Doch schon bald herrschen im Inneren so hohe Temperaturen, dass der Lehm reißt. Die betroffenen Stellen werden mit frischem Lehm abgedichtet. Ohne die Reparaturarbeiten würde zu viel Hitze aus den Rissen entweichen. Dann ist der Ofen bis oben mit Holzkohle gefüllt. Durch die ständige Luftzufuhr glüht die Kohle im unteren Bereich weiß. Kai Liebscher sorgt dafür, dass sie nach unten durchsackt. Dann kommt der Rohstoff ins Spiel, das Eisenerz. Das Ausgangsmaterial, das Erz, das ist in dem Fall brasilianischer Hämatit mit 66% Eisen. Das ist relativ viel. Das heißt, damit sind die Ergebnisse schon da sozusagen, sag ich mal. Das Erz wird in mehreren kleinen Chargen in den Ofen gefüllt. Zusammen mit Quarzsand und Kalk. Dadurch wird die Schlacke dünnflüssiger. Das Erz rinnt nach unten. Bei ununterbrochener Luftzufuhr erreicht der Ofen seine Maximaltemperatur. Auch in seiner unmittelbaren Nähe ist es heiß, aber die Risse müssen weiter abgedichtet werden. Dann ist es soweit. Der Rennofen wird zerstört, damit die Handwerker an das verhüttete Eisenerz herankommen. Das aus dem Erz herausgelöste Eisen verklebt im teigigen Zustand miteinander zu einem schwammig-porösen Gebilde, die sogenannte Luppe. Solange sie heiß ist, kann Frank Trommer sie verdichten. Die Luppe ist jetzt im Prinzip ein Konglomerat aus Eisenpartikelchen, die aneinander kleben, Holzkohle und Schlacke. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, dass wir diese groben Stücke schon dichter zusammengebracht haben. Weil manchmal hat man die einzelnen Eisenphasen sozusagen an unterschiedlichen Stellen. Und jetzt geht es darum, das so weit zu zentrieren, dass das hinterher ein Block wird. Und das ist jetzt praktisch das Ende des Rennfeuerprozesses sozusagen direkt. Das, was jetzt kommt, ist im Prinzip wieder ein Schmiedeprozess. Zurück in Blaubeuren, in dem alten Industriekomplex. Zurück in der Werkstatt von Frank Trommer. Dort wartet die erkaltete Luppe auf ihre Weiterverarbeitung. Sie kommt zurück ins Feuer. Mit jedem Schlag verringern sich die Schlacke- und Holzkohleanteile. Also
man kann das ja nicht unbedingt zählen, aber sicherlich, wenn wir jetzt 10, 20 Mal die Lupe weiter verdichten und dann hinterher das Ganze noch in die Länge zu ziehen, das kommt dann aber sicherlich noch 20, 30 Mal dazu. Ja. Also, das ist ein aufwendiger Vorgang. Sehr anstrengend in dem Augenblick. Ja. Die Lupe wird mehrfach erhitzt, komprimiert und so von ihren Verunreinigungen getrennt. Dabei entsteht die typische Barrenform, die als Handelsware früher weit verbreitet war. Nochmal geht es ins 1400 Grad heiße Feuer. Das ist jetzt keine Holzkohle, diesmal aber Steinkohle. Das hat einen höheren Heizwert sozusagen. Und wenn wir mit Holzkohle arbeiten würden, müssten wir den Wind auch von der Seite zuführen oder sowas, weil die Holzkohle sonst wegfliegen würde. Von dem großen Stück bleibt nur ein kleiner Rest übrig. Aus 60 Kilo Eisenerz gewinnen sie nur etwa 6 Kilo Eisen. Und das, was jetzt im Feuer passiert, dass die Schlacke teilweise zähflüssig wird und wenn wir draufschlagen, spritzt die weg oder aber sie schmilzt nach unten in die Essenschüssel ab und kann dann hinterher entfernt werden. Für die Weiterverarbeitung benutzt Pierre Stoll eine moderne Maschine, einen Lufthammer. Der wiegt 50 Kilogramm. Pierre streckt den Rohling in die Länge, macht ihn bereit für den nächsten Schritt. Er kerbt das Eisen mehrfach ein. An den Spalten wird er das Eisen falten. Dieses Falten ist eine der wichtigsten Techniken bei der Messerherstellung. An der Bruchkante schlägt der Schmied das Eisen um und dann fügt er es mit dem Hammer wieder zusammen. Umso öfter ich das Material jetzt falte, umso reiner wird mein Material, umso homogener bekomme ich dieses Material und dann eben auch bereit ist, um daraus Klingen herzustellen. Mikrobrüche, die vorher noch im Rohling existierten, werden so beseitigt. Es gibt einmal immer noch Einschlüsse, es gibt Schlacke-Einschlüsse, es gibt vielleicht so kleine Holzkronstückchen, die da drin sind. Durch das mehrmalige Falten ist es einfach so, dass die aus dem Material herausgedrängt werden. Beim Falten benutzt Pierre ein weiteres Hilfsmittel. Der Quarzsand ist dafür da, um den Stahl vom Sauerstoff zu schützen. Jedes Metall versucht in seinen Ursprungszustand zurückzukehren, also wieder Erz zu werden und bildet eben in Verbindung mit dem Sauerstoff Oxide aus. Und diese Ausbildung von dem Oxid möchte ich verhindern und deswegen streue ich da eben den Quarzsand auf. Der schmilzt bei Temperaturen von ungefähr 900 Grad ab und bildet eine Glasschicht. Und diese Glasschicht, die schützt eben mein Paket vom Sauerstoff. Unter dem Lufthammer wird das gefaltete Material noch einmal gestreckt. Das Eisen wird nicht nur quer, sondern auch längs gefaltet.
Drahtbürste, die da liegt. Mach das sauber. Oder machst du? Ja, da geht nichts mehr. Nee. Zu kalt. Ist zu kalt dafür. Jetzt sind wir so weit, dass wir das Paket fertig verschweißt haben. Wie der Pierre schon gesagt hat, wir haben das jetzt längs und quer gefaltet. Wir haben jetzt ca. 100 Lagen. Das ist fein genug sozusagen. Und wir gehen davon aus, dass das Material jetzt sauber ist. Das, was jetzt morgen noch erfolgt, ist, dass wir das Material sauber schön ausschmieden zu einem Flachmaterial und dann können wir damit weiterarbeiten. Am nächsten Tag. Schau mal. Das ist das fertige Rennfeuer. Und guckst du, dass du aus dem hinteren Material, aus dem hinteren Stück das Material rausnimmst. Alles klar. Gut. Machen wir das so. Jonathan Schubert wird die Klinge des Messers herstellen. Vom Eisen aus dem Rennofen wird er dafür 2 Stücke verwenden. Jonathan ist bei Frank Trommer noch in der Ausbildung, aber schon ein Messerfachmann. Er möchte eine ganz besondere Klinge herstellen und eine Technik aus Japan verwenden. Sanmai. Eine solche Klinge besteht aus 3 Lagen Stahl. Wir haben hier einmal unsere 2 Außenlagen aus dem Rennfeuerstahl und dann haben wir einmal unsere Kernlage aus dem Kohlenstoffstahl. Und die werden dann jetzt später eben zu einem Material zusammen verbunden. Je mehr Kohlenstoff, desto härter, kann man sagen, wobei der Härtevorgang dann natürlich noch dazugehört. Heute haben wir, wie in dem Stahl, den wir jetzt gerade haben, noch ganz andere Bestandteile. Da ist Wolfram drin, Vanadium, Chrom ist da drin. Das beeinflusst natürlich auch eine gewisse Elastizität oder auch eine Schneidhaltigkeit. Zwischen die Kernlage und die Außenlagen kommt jeweils noch ein Stückchen Reinnickel. Das hat den Zweck, dass es als Diffusionssperre fungiert. Und in der Mitte möchten wir einen möglichst harten Stahl haben. Und der würde eben weicher werden, wenn uns der Kohlenstoff da in die Außenlagen abhaut. Um das zu verhindern, haben wir eben hier noch unsere Nickelfolie. Zuerst schneidet er die Folie zu. Der Stahl für die sogenannte Kernlage wurde nicht auf historische Art und Weise hergestellt. Es ist Apex Ultra, ein modernes und besonders hartes Material. Jonathan geht zur Schleifmaschine. Dort bearbeitet er die beiden Eisenstücke aus dem Rennofen. So lange, bis sie blitzblank sind. Die 3 Lagen Stahl und die Nickelfolien haben jetzt exakt die gleichen Maße und werden fixiert. Die Sanmai-Technik hat ihren Ursprung im Japan des 14. Jahrhunderts. Die 3 Lagen Stahl werden durch Feuerschweißen miteinander verbunden.
Die Oxidation durch Sauerstoff ist da eben ein großer Faktor. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal zuschweißen, dann ist es luftdicht. Das heißt, wir haben dann eben unsere metallisch blanken Flächen auf den Innenseiten, die dann auch metallisch blank bleiben. Dann kommt das Werkstück in die Gasesse und wird dort auf 1300 Grad erhitzt. Die Temperatur in der Esse kann über die Luftzufuhr sehr exakt eingestellt werden. Der Stahl ist jetzt heiß genug, dass er geschmiedet werden kann. Die 3 Lagen und damit die verschiedenen Stahlsorten verschmelzen miteinander. Nach dem Schmieden muss Jonathan warten, bis der Stahl erkaltet ist. Danach kann er zum nächsten Arbeitsschritt übergehen. Wieder wird der Stahl erhitzt. Also es ist so, wir haben das Ganze beim Schmieden natürlich jetzt sehr stark beansprucht und eben auch auf hohe Temperaturen gebracht. Und um den Stahl jetzt wieder homogener zu bekommen, wieder ein gleichmäßiges Gefüge zu erhalten, wird das Ganze eben einmal bei 950 Grad normalisiert. Und danach ist der Stahl dann auch wieder weich, sodass wir ihn gut weiterverarbeiten können. Jetzt geht er an die Kontur der Klinge. Die Form der Klinge bezeichnet man in Japan als Santoku. Übersetzt bedeutet das 3 Tugenden. Das Messer ist zum Schneiden von Fleisch, Fisch und Gemüse geeignet. Die Kontur arbeitet Jonathan in 2 Schritten heraus. Mit der Flex erledigt er die Vorarbeiten. Dann kommen die Feinheiten dran. Mithilfe der Messerbandschleifmaschine. Schritt für Schritt nähert er sich an. Dann geht er an die Schneide. Sie besteht nur aus der mittleren, der härtesten Lage des 3-Lagen-Stahls. Die beiden äußeren Lagen aus dem Rennofen schleift er weg. Das Messer bekommt einen Glattschliff. Jetzt als nächstes kommt der wichtigste Schritt im Prinzip, das Härten. Also damit machen wir das Messer erst zu einem Messer und erst gebrauchbar. Und nach dem Härten kommt dann eben der finale, feine Schliff da drauf. Für das Härten muss die Klinge noch einmal auf 800 Grad erhitzt werden. Dann wird sie in Härteöl getaucht und abgeschreckt.
dem Härten steht der Stahl unter Spannung und ist spröde. Um die Klinge gebrauchsfähig zu machen, wird sie im Backofen bei 200 Grad für 1 bis 2 Stunden erwärmt. Nach einer Pause, in der die Klinge erkaltet ist, schleift Jonathan weiter an der Schneide. Er verbreitert ihre Fläche. Die gewellte Linie auf der Klinge macht den Übergang von einer Stahllage auf die andere sichtbar. Mit einer Drahtbürste wird der obere Teil der Klinge von Zunderresten gesäubert. Und dann per Hand mit Wasser, Spülmittel und Schleifpapier bearbeitet. Das nimmt Spannung von der Oberfläche. Jonathan verpasst der Klinge ein besonderes Aussehen, indem er sie in Säure taucht. Die verschiedenen Lagen des Stahls sind jetzt noch besser sichtbar. Er legt sie dem Chef vor. Guck, wenn du das anschaust, schön die Schneidlage da draus, schön dunkel, viel Kohlenstoff, bisschen Chrom, bisschen Wolfram und dann vor allen Dingen das Rennfeuereisen. Kommt richtig schön raus, das Muster. Alles klar. Das wird ein schönes Messer. Dankeschön. Bitte. Dann machen wir es mal fertig. Fehlt noch der Griff. Den fertigt Jonathan aus Holz. Es ist keine heimische Sorte. Für das Mangoholz habe ich mich deshalb entschieden, weil ich finde, dass es einmal nochmal das Schwarz schön aufgreift, was wir auch in der Klinge durch das Ätzen gestern bekommen haben, und weil es eben eine relativ simple, aber trotzdem sehr edle Maserung hat, ja, hier mit den Längsstreifen. Das lenkt nicht von der Klinge ab und gibt eben trotzdem ein schönes Gesamtbild. Ob die Klinge kerzengerade im Griff sitzt, das prüft er mehrfach nach. Noch wirkt das Holzstück klobig. Das ändert der Handwerker jetzt. Aus einem Viereck wird ein Achteck.
Wie die Klinge schleift er auch den Griff von Hand nach. Am Ende bringt das Öl die Maserung des Mangoholzes noch besser zur Geltung. Jonathan verklebt die Klinge mit dem Griff. Er benutzt dafür Epoxidharz. Fast ist es fertig, das moderne Küchenmesser, das mit alten und neuen Techniken hergestellt wurde. Dadurch, dass es so fein ausgeschliffen ist, eignet es sich vor allem für weiche Sachen. Also ich sag mal, eigentlich kann man alles Herkömmliche damit schneiden, ja? An Gemüse, Fleisch und Fisch. Es fehlt nur noch das Finale. Das Schärfen der Klinge mit 3 verschiedenen Schleifsteinen. Jonathan beginnt mit einer groben Körnung. Den Stein benetzt er zum leichteren Abrieb mit Wasser. Am Ende der Test. Ist das Messer scharf? Test bestanden. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.